Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und das ist wieder so ein Video, wo ich mal wirklich gerne eure Meinung wieder zu lesen würde in den Kommentaren und mal euren Standpunkt der Dinge mal hören, was ihr davon haltet. Denn seit gestern ist es jetzt nun bekannt, dass quasi, hier wurde darauf verwiesen vom Community Manager, K.O., steht nun als Hinweis unter Gilde, dass quasi alle Spieler, die über 21 Tage inaktiv sind oder wegen Verstoß gesperrt sind, keine Punkte mehr beitragen, zu nix mehr. Gildenausbauten zählen dazu. Gildenausbauten sind Erfahrung und Gold. Das Gildenpad ist davon betroffen und jetzt auch die Ritterhalle. Ja, und das ist der springende Punkt, worum es quasi geht. Also hier dieser Hinweis, der war hier vorher im Forum noch nicht da, ja, unter der Sektion Gilde. Das wurde hier erst neu hinzugefügt. Ja, man sieht hier zu dem Zeitpunkt heute 8:49 Uhr steht hier auch ein Datum des Posts. Weiß ich nicht, nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es so. Und was hat das jetzt hier für Nachteile oder Vorteile? Man sieht hier quasi jetzt das folgende Problem. Wir haben hier eine 957er Ritterhalle, wovon jetzt auch jeder ausgegangen ist, dass es so ist. Aber zählt man jetzt mal die Neuerung dazu, alleine von der Ritterhalle her, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, minus 160 Ritterhallenpunkte durch diese Leute, die minus 21 Tage inaktiv sind. Wie kann es denn sein, dass die Ritterhallenpunkte trotzdem auf 957 sind? Und das ist wohl ein Anzeigefehler. Ja? Die ganzen Punkte sollen wohl nicht mehr zählen. Also diese Leute, die hier minus 21 Tage inaktiv sind oder länger als 21 Tage, die zählen jetzt nicht mehr dazu. Trotzdem wird immer noch angezeigt, die Ritterhallenpunkte sind auf dem Stand, sodass auch Inaktive quasi zum Gildenleben noch irgendwo mit dazu zählen, damit die nicht ganz useless sind, nicht ganz so nutzlos sind. So, mit den neuen Informationen aber kam jetzt quasi dazu, dass diese Leute jetzt quasi gar nichts mehr zur Gilde beitragen. Klar, dass die Abzüge haben, nicht mehr bei Gildenkämpfen teilnehmen und sowas, das wussten wir alles, ja. Aber dass die Ritterhallenpunkte jetzt davon auch betroffen sind, das ist eine Sache, die wusste keiner, weil es ja hier oben so stand. Ja, und deswegen hat man extra immer noch die Inaktiven in der Gilde gelassen, damit die wenigstens noch mit ihrer Ritterhalle ihre 20 Punkte noch mit dazu beitragen, ja. Dass die aber nicht mehr reinzählen, das hat nun jetzt keiner gewusst, ja. Und die ganzen Ausbauten, das stimmt hier dann quasi auch nicht, ja. Hier steht ja jetzt drin, dass hier die Gildenausbauten auch davon betroffen sind, dass die nicht mehr mit hinzugezählt werden. Das heißt, wir bekommen jetzt nicht nur weniger Ritterhallenpunkte, also schlechtere Edelsteine, oder haben sie schon längst, wir werden sie wahrscheinlich schon längst haben, sondern wir bekommen auch noch Gold und Erfahrungen quasi abgezogen von den inaktiven Leuten, die man sich so lange immer in der Gilde gehalten hat, genau aus diesem Grund, dass sie nämlich noch zur Gilde was beitragen, ja. Wenn es so wäre, müssten nicht nur die Ritterhallenpunkte optisch verändert werden, also der Anzeigefehler ist hier Nummer 1, Nummer 2 ist Anzeigefehler hier, ja, dass die nicht mehr den Goldschatz und Lehrmeister dazu beitragen. Nummer 3 ist hier, dass die halt die 20er Ritterhalle, dass die auch nicht mehr dazu zählt. Und Anzeigefehler Nummer 4 wäre quasi, ja, das habe ich jetzt hier, ich habe meine Alu leider heute schon geklickt. Anzeigefehler Nummer 4 ist, in den Quests werden die ja auch angezeigt, ja. In den Quests wird ja auch angezeigt, so und so viel trägt der Bonus zu deiner Quest mit bei, ja. Und wenn das hier auch nicht gefixt ist, dann hätten wir hier 4 Anzeigefehler in ein. So, jetzt kann man natürlich sich darüber echauffieren, warum ist das so und warum wurde das nicht schon viel früher gefixt. Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich mir auch stellt, warum das jetzt so lange eigentlich schon geht, ohne ein Support-Ticket oder ein Ticket an den Support zu schicken von Tsunami.
Ja, die hatte das nämlich dann von ihr ging das nämlich aus, dass dass das Ganze hier ins Rollen gebracht worden ist. Wäre es den Support nicht aufgefallen und hätte es keine Aufmerksamkeit vom Discord und im Forum gegeben darüber, und dann würden wir jetzt immer noch quasi im Dunkeln tappen sozusagen. Ja? Jetzt zu meiner Frage, das Ganze, wie geht man jetzt nun damit um? So, es hat positive Vorteile, es hat aber auch sehr viele negative Vorteile. Ich würde persönlich, aber schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde, dass jetzt durch diese Änderungen, ich fange erstmal bei den positiven Teilen an, weil die sind relativ schnell erklärt, sag ich mal. Die positiven Sachen sind auf jeden Fall auch für neuere Welten, wo es vielleicht auch schon Inaktive gibt, aber auch vielleicht für ältere Welten, obwohl es da halt ein bisschen schwieriger ist. Dadurch, dass jetzt quasi diese Leute hier nichts mehr dazu beitragen, ist es halt auch nicht schlimm, diese Leute einfach aus der Guilde zu kicken. Es tut jetzt nicht weh, Level 500 da zu kicken, ja, weil das einfach nichts mehr hier dazu beiträgt. Das heißt, es sorgt dafür, dass die Gilde sich neue Leute suchen müssen. Das heißt, es werden keine inaktiven Gilden mehr gefördert, ja. Also inaktive Gilden, so wie diese hier, das hört jetzt wahrscheinlich auf. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, neue Leute zu finden. Das heißt, das Gildenleben wird wieder ein bisschen aktiviert, sag ich mal. Ja, also es sorgt für frischen Wind, dass dann neue Leute dazukommen, die dann auch aktiv wirklich was dazu beitragen. Das heißt, die Gilde könnte ein bisschen aktiver werden. So, jetzt kommen wir aber auch schon zu den Nachteilen, ja. Und da zählt das dann auch schon gleich mit rein. Dieser Server ist über 5 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wann er gestartet ist, müsste ich nachschauen. Aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht. Hier aktive Leute zu finden, ist quasi so gut wie unmöglich. Wir bekommen zwar viele Leute, die hier neu auf dem Server anfangen wollen, ja, liegt vielleicht auch jetzt, ohne abgehoben zu klingen, vielleicht auch ein bisschen an mir, dass sie vielleicht auch mit mir in der Gilde sein wollen. Kein Problem. So, aber Level 1er sind nun mal wirklich jetzt nicht sehr förderlich, sag ich mal, jetzt zum Anfang zumindest, ne? Und Leute zu finden, die schon ein bisschen etabliert sind auf dem Server hier, das ist so gut wie unmöglich. Das heißt, es grenzt sich noch immer weiter ab, also der Spalt wird immer größer zwischen den ersten paar Gilden, die aktiv sind. Ich sag mal so die ersten 2 bis 3, 4 vielleicht, ja. Und der Rest wird dann halt immer weiter abgeschnitten, dadurch, dass dann halt eventuell Gilden fusionieren, so, damit das Ganze immer noch so klappt, damit das immer noch auf einem guten Stand ist. Das machen aber keine Gilden, weil jeder möchte natürlich an seiner Gilde festhalten. Und es ist verdammt schwer, Leute zu finden, die da wirklich in eine Gilde reinkommen wollen und ihre alte Gilde verlassen wollen, wo sie schon so viel Arbeit, Zeit und Mühe reingesteckt haben. Ich bin den Schritt zwar auch gegangen, ja, weil bei mir nachher 80% inaktiv waren. So, ich hatte zwar immer noch meine Bonis, aber es hat halt überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. So, ne? Aber das muss jeder selbst wissen. So. Und es, ich sag mal, es ist verdammt schwierig für alte Server, für alte Gilden, Gilden am Leben zu erhalten, die komplett aktiv sind, so sag ich mal. Das ist so gut wie unmöglich. Ja? Also ich würde mal eher darauf tippen, dass dieses Update, sag ich mal, ist es nicht, weil es ist schon längst da. Ich weiß nicht, wie lange es da ist. Ich gehe mal von aus, es wird schon ein bisschen länger da sein. Aber es wurde halt es wurde noch nie mit uns kommuniziert, dass da nichts mehr mit dazu zählt. Ritterhallenpunkt. Es könnte sein, dass es schon seit Anfang der Festung da ist, aber immer diese Anzeigefehler quasi hier existent ist, sodass man davon nie was mitbekommen hat. So, dass da nichts unternommen wurde, das lassen wir mal komplett beiseite, das ist sowieso egal jetzt an dem Punkt, aber für alte Server und alte Gilden ist es halt wirklich verdammt schwierig, und ich denke mal, da spreche ich auch für alle Leute, die da auch solche alten Gilden betreiben. Es ist verdammt schwierig, eine komplett aktive Gilde am Leben zu erhalten. So, und das fördert natürlich dann halt auch, wie gesagt, diesen Unterschied, dass dann Leute wirklich
keine Ahnung, nur noch in die Top-Gilde, in die Top-2-Gilde und der Rest des Servers stirbt immer weiter aus. So, also im Prinzip ist es eventuell sogar schlechter, so wie es denn jetzt ist, dadurch, dass dann halt dieses Aussterben der Gilden noch mehr gefördert wird, weil man müsste nur mal in so eine Gilde gucken, wie jetzt zum Beispiel hier, ne? Wenn das jetzt angezeigt werden würde, wie viele Leute hier bestimmt inaktiv sind, das will ich gar nicht vermuten. Diese ganzen Leute, die hier inaktiv sind, die könnten alle aus der Gilde raus, weil die halt nichts mehr dazu beitragen. So. Und wie viele Gilden gibt es, die so viele, ja, die so gute gefüllte Gilden haben? So, ich sag mal, ja gut, hier wird nichts mehr weiter, na doch, ein bisschen wird noch angezeigt, aber hier gibt es massig Gilden, die auch über 40, 50 Spieler in der Gilde haben, aber die wahrscheinlich zum Großteil alle inaktiv sind, sonst würden sie nicht so weit unten stehen, ja, im Vergleich zu uns hier. Und wir haben schon viele Inaktive in der Gilde. So, also das heißt, die ganzen Gilden, die halten alle an inaktiven Spielern fest, kriegen aber nicht mehr die Bonis für diese inaktiven Spieler, oder haben sie noch nie bekommen, wissen es jetzt nur erst so richtig, ja, das ist ja das Lustige dabei. Und ja, im Prinzip könnten diese ganzen Leute jetzt ihre Gilden aufgeben, weil sie halt auch, ja, ich sag mal, auch 70% Inaktive haben und quasi in die ersten paar Gilden reinkommen. So, das fördert wieder, dass die Konkurrenz auf den Server weiter ausstirbt und wenn keine Konkurrenz da ist, dann belebt das auch nicht das Geschäft. Ja, und ich würde mal sagen, das sind auf jeden Fall die letzten Schlussworte dazu. Lasst auf jeden Fall mal eure Meinung dazu da. Seit gestern ist es jetzt offiziell. Ja, ich hatte es gestern auch unter dem Video geschrieben. Ich wollte aber extra nochmal ein Video dazu machen, damit ihr da auch wirklich Bescheid wisst und es euren Gilden auch weitersagen könnt, so wie es ist. Das heißt, ihr braucht jetzt keine Angst mehr davor haben, inaktive Leute zu kicken, weil ihr braucht ja keine Befürchtungen davor haben, dass ihr das dann noch irgendwas an denen zu halten, weil es halt keinen Sinn macht. So. Gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.